Hallo ihr Lieben, wie versprochen gibt es heute das Muttertagsvideo und ich zeige euch nicht nur, wie ihr eine perfekte Obsttorte zubereitet, sondern es gibt auch was zu gewinnen. Aber dafür müsst ihr das Video schon bis zum Ende ansehen. Wir brauchen in erster Linie einen luftig leichten Biskuitboden und wie ich den zubereite, habe ich euch in einem Video gezeigt, das ich euch natürlich überall verlinke. Für die Creme Milch, Zucker und Vanillepulver, alternativ Extrakt, Paste oder Vanillezucker, Eigelbe, Speisestärke und Butter. Dann braucht ihr noch Sahne, einmal für die Creme und einmal zum Einstreichen. Gehackte Haselnüsse für den Rand der Torte, eine Packung Tortengelee, Bananen, Weintrauben, Physalis, Kiwi, Erdbeeren, Pflaumen, Blaubeeren und Himbeeren. Wir bereiten zunächst die Creme zu und dafür wird die Milch erhitzt. In der Zwischenzeit gebt ihr in eine Rührschüssel die Eigelbe, Zucker und Vanillepulver und mixt diese Mischung so lange, bis sie luftig und hellgelb ist. Fügt die Speisestärke hinzu und jetzt gebe ich euch den Tipp, nicht einfach loszumixen, sondern die Speisestärke erstmal vorsichtig unterzurühren, denn sonst fliegt sie euch um die Ohren und ihr habt dann eine zusätzliche Sauerei, die ihr wegmachen müsst. In diese Mischung gebt ihr jetzt unter ständigem Rühren ungefähr die Hälfte der heißen Milch. Die Mischung rührt ihr dann in die andere Hälfte der Milch ein und kocht jetzt das Ganze so lange, bis daraus ein richtig dickflüssiger Pudding geworden ist. Am Anfang dauert es ein bisschen und es bilden sich zunächst so kleine Klümpchen, wie ihr hier seht, aber in diesem Schritt ist ganz wichtig, einfach konstant rühren und schön kräftig. Wenn ihr zu Hause einen Partner mit viel Muskelkraft habt, dann spannt ihn ein, diese Arbeit wird er lieben. Ist der Pudding schön dickflüssig, so wie hier, dann nehmt ihr ihn von der Kochstelle und rührt die Butter ein. Der Pudding sollte am Ende so aussehen. Füllt ihn in eine möglichst große und flache Form, da er so schneller auskühlt und deckt ihn mit einer Schicht Frischhaltefolie so ab, dass diese den Pudding an der Oberfläche berührt. Danach lasst ihr ihn vollständig auskühlen, zunächst bei Zimmertemperatur und dann am besten für eine Stunde im Kühlschrank. Ist der Pudding ausgekühlt, könnt ihr schon mal die Sahne steif schlagen. Ich verwende für Tortencremes gerne pflanzliche Sahne, die eignet sich dafür gut, weil sie nicht so leicht gerinnt und einfach stabiler ist. Der Pudding ist bombenfest und jetzt müssen wir ihn wieder cremig machen, indem wir ihn schön lang mixen. Erst wenn er richtig cremig ist und auch keine Klümpchen zu sehen sind, könnt ihr ihn mit der Sahne vermischen. In diesem Schritt solltet ihr nicht zu lange mixen, sondern nur so lange, bis sich die zwei Cremes vermischt haben. Schaut mal, wie fest und stabil die Creme ist, ganz ohne Gelatine und sonstige Zusätze. Ich empfehle euch, sie in einen Spritzbeutel mit runder Tülle oder mit runder Öffnung umzufüllen, denn so könnt ihr sie viel besser portionieren. Ich habe den Biskuitboden bereits vorher in 3 Teile zugeschnitten und jetzt werden diese mit der Creme befüllt. Mit einer kleinen Palette verstreicht ihr die Creme schön gleichmäßig, legt den zweiten Boden drauf, wiederum Creme und dann den letzten Boden. Zum Schluss bleibt meistens ungefähr ein Drittel von der Creme übrig und dieses Drittel nützen wir, um die Torte einmal grob einzustreichen. Das heißt, diese Schicht muss nicht besonders schön sein, hier geht es nur darum, dass wir die Brösel alle loswerden. Ist diese Schicht fertig, stellt ihr die Torte für ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank und danach könnt ihr schon mal die Sahne zum Einstreichen aufschlagen. Mit dieser Portion Sahne wird die Torte jetzt rundherum eingestrichen.
Jetzt sind die Ränder der Torte an der Reihe und die bestreue ich mit den gehackten, gerösteten Haselnüssen. Falls ihr keine Haselnüsse verwenden wollt, könnt ihr auch Mandelblättchen hernehmen oder auch einfach Kokos. Noch ein bisschen die Ränder reinigen und schon ist die Obstschicht an der Reihe. Ich habe mich für diese Sorten entschieden, aber ihr könnt im Grunde jede andere Obstsorte verwenden, die ihr mögt oder die ihr gerade zu Hause habt. Damit das Obst auch möglichst lange frisch bleibt, empfehle ich euch es mit Tortenguss zu bestreichen. Dafür kocht ihr einfach eine Packung Tortenguss nach Anleitung und bestreicht das Obst mit einem Pinsel. Übrigens, der Tortenguss ist beim Bestreichen noch heiß, denn sobald er auskühlt, wird er fest und dann könnt ihr ihn nicht mehr anbringen. Das Werk ist vollbracht, aber ich empfehle euch trotzdem, die Torte für mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank zu stellen, denn gut gekühlt schmeckt sie einfach am besten. Hier sieht man, glaube ich, ganz gut, wie weich und luftig dieser Biskuitboden ist und in Kombination mit dieser Creme und dann diesen verschiedenen Früchten, oh Leute, das ist ein Traum, ich sag's euch. Und wie versprochen, es gibt etwas zu gewinnen. Und zwar verlost mein Kooperationspartner Blumenko 3 Gutscheine im Wert von 50 € für eine Bestellung im Onlineshop. Blumenko ist der Online-Blumenversandhandel für die Länder Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien. Wenn ihr also dort Freunde, Verwandte oder Bekannte habt, die ihr mit einem Blumenstrauß überraschen wollt, dann könnt ihr diesen über Blumenko bestellen. Blumenko arbeitet mit vielen kleinen Blumenhändlern in diesen 3 Ländern zusammen und das garantiert, dass euer Blumenstrauß schnell an die richtige Adresse geliefert wird. Blumenko ist für mich eine richtig tolle Sache, vor allem in Corona-Zeiten, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, unsere Liebsten persönlich zu überraschen. Die Auswahl an Blumensträußen ist riesig und da ist auch für jeden Geldbeutel was dabei, also schaut mal im Onlineshop vorbei. Damit ihr teilnehmen könnt am Gewinnspiel, solltet ihr meinen Kanal abonnieren, mir ein Gefällt mir für dieses Video geben und mir einen Kommentar hinterlassen. Das war's auch schon. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr in den Kommentaren und in der Infobox. Und falls ihr eure Liebsten jetzt schon mit einem Blumenstrauß überraschen wollt, dann geht einfach auf www.blumenko.com, wählt einen Blumenstrauß nach eurem Geschmack aus, gebt alle Daten ein, schreibt eine persönliche Nachricht und dann könnt ihr euch einfach zurücklehnen. Ich drücke euch die Daumen, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.